Ich sehe mich auch als in Zukunft vielleicht Cricket-Spieler, dass das dann nicht nur bei einem Cocktail geblieben ist. Verkauft für 73.000 Euro, die habe ich gekauft für 117.000 Euro. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute sind wir hier mit Farid. Wie geht's dir mal? Mir geht's sehr, sehr gut. Wir haben heute, ich glaube, seit sehr langer Zeit das erste Video wieder zusammen. Ja, das stimmt. Und es ist Lange ist es her. Lange ist es her und wir haben ein sehr, sehr schönes Video, denn es geht um deine Uhrenkollektion. Ja, ich habe jetzt heute mal einen bescheidenen Anteil, ich sag mal so mit die schlechtesten meiner Sammlung da mitgebracht, um da jetzt auch nicht irgendwie, dass die anderen Sprechgesangsartisten dann irgendwie an Selbstzweifeln leiden, sondern habe versucht, da hier schon so eine so gewogene Auswahl mitzubringen. Genau, weißt du, also nur, dass ich jetzt gesagt habe, nur die goldenen Modelle hauptsächlich und weil ich wollte ja sagen, du hast doch die gesamte Basiskollektion auch. Ja, natürlich. Ja, habe ich, aber ich habe auch die Carbon Richard Mille Kollektion, die habe ich auch zu Hause gelassen, die Rafael Nadal und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, es gibt hier einige neue Sachen und ich habe auf TikTok und so weiter gesehen, viele Leute haben mich markiert, denn es gibt auch hier etwas ganz, ganz Neues, das besprechen wir heute zum ersten Mal. Auch eine sehr, sehr schöne Uhr. Was viele Leute nicht wissen, wenn wir in die Vergangenheit gehen, tatsächlich, meiner Meinung nach, ihr könnt mich natürlich korrigieren, warst du damals der Erste, 2015, Wechsel 2016, der eine Iced Out hatte. Das war damals revolutionär. Ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, aber das war tatsächlich so das Erste, wenn ich eigentlich an Uhren von damals denke, dass du dir das geholt hast. Was ist mit Uhren? Warum holst du dir sowas? Also zum damaligen Zeitpunkt, das war glaube ich so eine Datejust mit Stein, ne? Genau. Da habe ich auch noch nebenbei gekellnert im Shisha-Café, deswegen wollte ich die passende Uhr dazu haben. Das war eigentlich der wahre Grund dafür und ich wusste nicht, dass sich das so stark durchsetzt, dass das nicht nur im Kellnerbereich so, sage ich mal, eine Revolution ist, dass du die bei jedem Kellner siehst, sondern auch in der Menschenbeförderungsindustrie, also sprich Taxifahrer, Uberfahrer, dass das da auch so angesehen wird. Ja, und so kam es dann. Irgendwann mal habe ich mich mehr fasziniert. Ich bin rumgekommen durch die Welt. Ich bin ja schon als junger, also ich war ja ziemlich jung, schon viel in Amerika und so. Und habe mich immer halt dafür interessiert, Schmuck und so. Ich glaube, das haben alle Rapper, die finden das cool und so weiter. Und dann habe ich mich immer, sage ich mal, so weit weitergebildet, wie es also ich bin jetzt nicht wie, dass ich jetzt jede Uhr kenne oder so, aber es gibt ein paar Modelle, die gefallen mir schön und dann habe ich mir die immer mal wieder besorgt. Macht Spaß und mir so eine kleine Sammlung aufgebaut. Ja, wir haben hier schon so einen roten Faden, alles Goldmodelle und wenn wir mal durchgehen, diese Uhr hier, finde ich, dass, wenn man das sagen kann, das ist etwas sehr, sehr Besonderes. Ja. Da hängen einige Erinnerungen dran, eine ganz tolle Sache und zwar, jeder hat diese Uhr aus dem Banger, Management. genau. Moral und ich, wir haben die, alle drei und das ist die Banger-Musikuhr, der ist... Seit 2012, da habt ihr euch Richtig. zusammengefunden? Genau, da haben wir nicht zusammengefunden, da haben wir das Label gegründet. Boah. Zusammen waren wir schon vorher, 11 Jahre und das ist auch ein geiles Modell, oder? Ja, Day-Date ist absoluter Klassiker, Roségold mit dem Thunder-Style in Roman, super beliebte Uhr und ein wirklicher Klassiker. Wenn man die Uhren sich so anschaut, ich weiß gar nicht, also trägst du die Uhren auch? Oder weil manche sehen so ein bisschen aus, dass sie relativ neu sind, ne? Also Ja, ich bin jetzt keiner, der die jetzt jeden Tag Uhren trägt, ne? Aber zu besonderen Anlässen oder wenn ich öffentliche Termine habe oder so, gerne oder im Urlaub oder so nehme ich mir immer 1, 2 Uhren mit. Aber ich bin jetzt keiner, der so in seiner Freizeit jeden Tag Uhren trägt. Ich habe auch keinen Bock, die jedes Mal immer holen zu gehen und so weiter. Aber klar, für so ein Videodreh oder irgendwie sowas trage ich gerne eine Uhr. was hast du hierbei gedacht? Da habe ich... Also, weil ich würde sagen, das ist jetzt zweimal dieselbe Uhr. Ich meine, gut, hier sind Baguettesteine drauf, aber brauchst du 2, oder? Ja, das ist jetzt hier, das hat super zu dem Oberteil hier gepasst. Ah, okay. Dann habe ich mir die heute geholt und das ist jetzt, wenn ich mal so was Helleres habe, dass ich gesagt habe, ich wollte immer eine Daytona haben und da habe ich direkt 2 geholt. Die habe ich heute gekauft. Ah, okay. Aber ich habe dich auch letztens im Interview gesehen, du hast 2 Richard Mille getragen. Oder trägst du auch manchmal beide Daytonas? Beide Daytona, man muss ja auch, ich habe hier auch 2 Day-Dates Ja, okay, Modelle, also weißt du, ich habe extra gesagt, Ja. ich wollte nicht allzu viel Abwechslung mitbringen. Ich habe gesagt, 7 Uhren für jeden Tag eine und das Konzept dieser Sammlung ist es, dass
dass meine schlechteste Uhr besser ist als die beste von den deutschen Rappern. Also das ist das Ziel. So arbeite ich mich hoch, sage ich mal, in meiner Sammlung. Aber findest du, dass generell dieses Uhrenthema im Deutschrap, hat das einen hohen Stellenwert oder wie würdest du es sehen? Also ich glaube für die anderen nicht, da beschränkt sich das ja hauptsächlich auf Datejust. Ich sag mal, wenn man da jetzt einer so ganz weit über den Tellerrand rausschaut, dann ist er bei einer Submarina, was weiß ich. Also da hört der Spaß auf. Aber warum ist das so? Wenn du nach Amerika guckst, egal wer, egal zu welchem Dings, das erste, was man sich holt, ist Cuban Iced Out und auch, sagen wir mal, teure Teile. Ja, du hast ja hier die Pfennigfuchse und die ganzen Kleingeldfreier, da sag ich mal, die ihr Geld auch gut einteilen müssen und ein Großteil geht dabei natürlich auch für den Drogenkonsum drauf, der Alkoholkonsum geht drauf. Es gibt immer mal wieder einen Rapper, der sich eine Uhr gönnt, aber dann spätestens nach 3-4 Monaten, wenn das Finanzamt da anklopft, dann siehst du natürlich, dass da eine große Nachzahlung oder eine Vorauszahlung da fällig ist für den jungen Mann. Und dann kommen die Herrschaften wahrscheinlich auch zu dir und bieten dir die an. Und da kannst du, glaube ich, also da hast du mit Sicherheit schon einige gute Geschäfte gemacht im Einkauf. Wir machen An- und Verkauf, von daher, das ist ein sehr dynamischer Handel. Das ist übrigens auch der Vorteil, ne? Bei den Uhren ist es so, wenn man die jetzt zum Listenpreis bekommt, ist sowieso noch eine andere Geschichte, aber gerade für diese Leute ist es so, wenn man mal Geld braucht, dann kann man halt schnell auch wieder wechseln. Ne? Ja, das stimmt. Geld, ne? Auf jeden Fall. Wir machen mal weiter mit der nächsten Uhr und zwar GMT. Sehr, sehr großes Case, eine Maxi-Case. Wir haben hier, der Release war, glaube ich, 2-3 Jahre zurück. GMT Master in komplett Roségold. Wann ist zum Beispiel, wie entscheidest du dich? Wann sagst du zum Beispiel, ich ziehe die Uhr an? Also wann ich die entscheide, ich bin da ganz spontan. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Uhr zu oft anziehe, dann ziehe ich die nächste an, dann so wie ich Bock drauf habe. Aber ich mag diese Rolex-Modelle, die gefallen mir extrem selber zum Tragen. Die Richard Mille Modelle sind auch sehr geil, sind ein bisschen sportlich, aber die wirken immer besonders edel. Also das heißt, wenn du irgendwo hingehst, wo es sonnig ist, schön braun gebrannt, also das ist auf jeden Fall schon ein Hingucker. Und ich sag mal, auch in der Frauenwelt habe ich da jetzt, kann man schon sagen, also schon die ein oder andere konnte ich mit dieser Sammlung und diesen Modellen schon für mich gewinnen und dass das dann nicht nur bei einem Cocktail geblieben ist, sagen wir es mal so. Okay, also wenn wir jetzt mal weiter in die Vergangenheit gehen, und zwar, ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr welches Jahr es war, aber das war ein sehr kurioses Verkaufsgespräch. 2018. 2018 war das? Ja. Also ihr müsst euch vorstellen, 2018 waren damals 100.000 Euro, das war eine andere Summe. 100 Mille ist brutal Geld gewesen. Auf jeden Fall. Heute immer noch, aber damals... Nur weil das für mich seit 15 Jahren Kleingeld ist das ja nicht für jeden der Fall. Ne, aber das war schon auch einfach, damit konnte man richtig was machen. Und ich weiß, du bist in den Laden gekommen, hast gesagt, du brauchst eine neue Uhr. Und dann war diese runde RM, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, RM28 oder so. Wir blenden ein Bild ein. Du sagst dann, ja, das ist gut, ja, ich nehme die. So, ne? Das war das kürzeste Verkaufsgespräch für eine Richard Mille. Auch in dieser Höhe, also zu der damaligen Zeit. Das war nicht so, dass Leute so, also für 100.000 Euro, damals hat eine Daytona in Platin gekostet, lass es 40.000 Euro gewesen sein. Ne? Nur, dass wir das mal in die Perspektive rücken. Ne? Was hast du dir damals gedacht bei der runden Richard Mille? Warum hast du die geholt? Also ich habe ein bisschen viel Geld gehabt und ich wurde immer von dir und Sadullah wurde ich eigentlich immer gut beraten und immer gut mit mir umgegangen. Dann habe ich gesagt, ey komm, ich habe eine Uhr, dann habe ich dich gefragt. Ich hatte auch nicht, ich habe gesagt, ey, gib mal, was richtig krass ist, was du hast. Dann du hast mir irgendein Rolex-Modell gezeigt, habe ich gesagt, sag mal, was richtig krass, was du hast. Dann hast du gesagt, ey, wenn du richtig Richard Mille. Ja. Dann habe ich gesagt, ja okay, ja gut, das ist krass, ja ey, das ist das Krasseste. Ne? Ja. Und so habe ich das kennengelernt und dann habe ich die geholt und das war's. Aber eigentlich brauchte ich nur ein Cover für meinen Single Niemals Antäuschen. Das ist der wahre Grund. Das war die Sache, genau. Das ist damals auf Niemals Antäuschen, hat es aufs Cover geschafft. Hat sich eigentlich Richard Mille mal gemeldet bei dir? Nee, leider nicht. Also ich krieg da nicht mein eigenes Modell. Ah. Schade, aber wer weiß, vielleicht noch. Vielleicht wenn kommt er das. die Platte sieht, da ist er eine goldene, muss ich den mal schicken. Ja, stimmt. Das wäre eigentlich mal ein Move. Du müsstest eigentlich mal nach München gehen und denen das abgeben. Und dann ist etwas passiert und zwar, dann kamst du zu dieser Uhr hier. Eine, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, aber hatte ich schon lange nicht mehr in der Hand. RM1103 ist schon auch eine sehr große Uhr. Sehr teure Uhr auch. Im Peak lag die Uhr bestimmt bei, weiß ich nicht, 300, knapp unter 400.000, zwischen 350. Also die Uhr war mal extrem teuer, sie ist aktuell ein bisschen runtergegangen. Wann entscheidest du jetzt, so eine teure Uhr zu tragen? Oder warum hast du die überhaupt geholt? Also ich meine, am Ende, also wenn wir die jetzt nebeneinander, jemand, der sich nicht auskennt, wird natürlich immer sagen, die goldene Rolex, die hat natürlich eine krassere... Ja, weil das ist ein Statement. Ne? Eine Richard Mille Uhr ist was Besonderes, das hat nicht jeder. Und wie gesagt, ich konnte mich damit begeistern. Ich habe mich dann auch da so ein bisschen reingelesen in die Geschichte und wofür die Marke steht und so weiter. Und das ist gut. Also
sehe mich auch als in Zukunft vielleicht Cricket-Spieler oder in der Formel 1 oder irgendwie so. Warst du schon mal beim Formel-1-Rennen? Leider nicht. Ich auch nicht. Leider nicht. Müssen wir mal zusammen gehen. Ja, muss man mal sich anschauen. Richard Mille, der ganz junges, dynamisches Produkt, ist natürlich nur muss man ehrlicherweise sagen, wer trägt in Deutschland in dieser Preis, es gibt auch günstigere Richard Mille Uhren, ne? Aber wenn wir jetzt diese Preisklasse nehmen, sind die Kunden schon relativ dünn besiedelt, ne? Weil konservativer Deutscher wird es jetzt wahrscheinlich eher nicht kaufen. Werde ich auch jetzt nicht jedem empfehlen, also als Investment natürlich schon, ne, vielleicht, aber jetzt, das ist auch keine Uhr für den Alltag, ne? Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn diese Plain Jane Uhr noch nicht genug ist, dann gucken wir mal hier, und das ist die neueste Errungenschaft, ich habe sie auch noch nicht gesehen, und zwar RM30 Roségold Factory Besatz, Iced Out, ist eine sehr, sehr krasse Uhr. Ich wusste gar nicht, dass sie an der Seite auch noch schwarze Diamanten hat. Brutal. Wie bist du zu der gekommen? Ja, habe ich auch angeboten bekommen, zu einem guten Kurs, sag ich mal. Also da habe ich schon schlechtere Geschäfte gemacht im Leben. Und ja. Normalerweise trauen sich ja die Leute in der heutigen Zeit jetzt auch an diese Summen eher nicht rein. Wie ist das, wenn du jetzt solche Entscheidungen triffst, zum Beispiel so eine Uhr zu kaufen oder so eine Uhr zu kaufen? Also wie kommst du dazu zu sagen, okay, lass machen? Ich gucke, wenn ich ein bisschen, wenn ich Bargeld habe, ich bin jemand, der sowieso wenig Bargeld gerne hat oder Geld generell. Und wenn ich ein gutes Geschäft machen kann, mache ich ein Geschäft. Ich handle mit Immobilien, im Moment finde ich wenig. Und ich habe viel Geld bekommen die letzte Zeit, sodass ich gesagt habe, komm, kaufst du mal ein paar Sachen. Also das war ein spontaner Kauf, ehrlich gesagt. Also ich hatte überhaupt gar nicht vor, eine Uhr zu kaufen, die andere auch nicht. Aber es kommen hin und wieder mal immer Leute auf mich zu. Und ich bin halt Geschäftsmann, ne? Ich kaufe Sachen, wenn es Sinn macht. Das heißt, ich habe immer liquide Mittel da, für wenn ich was kaufen will. Und das ist jetzt auch kein Geld, was ich also nur mit Mühe und Not oder Festgeld irgendwie, was ich 10 Jahre haben muss, sondern die Uhren, die kriege ich schnell veräußert. Das sind beliebte Modelle und wahrscheinlich auch zu dem Einkauf, zu denen ich die gekauft habe, sogar wahrscheinlich noch mit Gewinn, wenn ich die verkaufen würde. Naja, das auf jeden Fall. Also daher ist das immer so, wenn ich da irgendwie was brauchen würde ich es machen, aber ich habe eine große Sammlung, ich habe auch viel Schmuck und macht mir Spaß. Ich habe Spaß daran gefunden. Was würdest du sagen, wir haben viele junge Zuschauer auch, wenn die jetzt sowas sehen, du hast auch irgendwann mal angefangen. Was für Eigenschaften würdest du sagen, sind heutzutage wichtig für junge Leute? Worauf sollen die achten? Was ist bei Uhren? Nein, fürs Leben einfach. Wenn du sagst, wenn junge Leute zuschauen und du hast dir das alles selber erarbeitet, warum schaffst du es, warum schaffen es andere Leute nicht? Es geht im Leben eigentlich nur darum, eine Passion zu haben und fleißig zu sein. Das heißt, seinen Tag und sein Leben so zu gestalten, dass man in eine Sache arbeitet. Es geht nicht um Geld, man jagt nicht dem Geld nach. Also ich habe nie Musik wegen Geld angefangen zum Beispiel, sondern es geht immer darum, dein Hobby, dich zu verwirklichen. Manchmal zahlst du auch mehr, als du einnimmst. Vielleicht drehst du ein YouTube-Video, was super kostenspielig ist, aber es lohnt sich. Du willst es unbedingt machen, du willst dich dadurch verwirklichen oder was auch immer für verrückte Ideen man hat. Und darauf kommt es an im Leben. Einfach zu machen, zu finden und fleißig zu sein. Mehr zu geben, mehr an sich zu arbeiten. Wirklich das Ziel zu haben, der Beste zu sein. Wenn du dieses Ziel hast und du nicht der Beste bist, lass am Ende der Drittbeste sein, bist du auch weiter oben. Verstehst du? Es geht nicht, also du musst für dich arbeiten, eine beste Version von dir und dann kannst du es machen. Und ich habe es mir oft selber bewiesen und heute ist mein Album zum Beispiel raus. Das Feedback ist brutal. Die Leute schreiben mir alle, boah, krass, du hast dich... Aber wie lange brauchst du, also auch jetzt nach all dieser Zeit, also erste Frage, wie lange brauchst du dafür? Zweite Frage ist, wie kannst du dich noch motivieren? Also wie du dich motivierst, indem du diesen Anspruch, das, was ich dir eben gesagt habe, dass du das für dich selber hast, dass du sagst, ich will der Beste sein, ich will alles geben, ich will dieses Feedback, ich mache es nur für das Feedback. Ich mache es weder für Geld, weder für irgendwas, ich mache es nur fürs Feedback. Also natürlich mache ich es jetzt nicht umsonst, das heißt, wo ich sage, ja, ich mache es nicht für Geld, ja klar, es ist mein Geschäft, es ist mein Job. Aber primär geht es mir da, es ist ja keine kommerzielle Musik, es ist ja Hardcore-Rap, wo es nur darum geht, krass zu rappen. Und ich will das Feedback der Leute, ich will die Anerkennung dafür haben. Das ist sozusagen mein Vermächtnis. Wenn ich irgendwann mal mich zurücklehne, dann kann ich darauf zurückblicken und kann sagen, ey, weißt du was, ich habe so eine geile Rap-Karriere gehabt, weil ich alles gegeben habe und nicht, ich hätte eine krasse Rap-Karriere haben können, hätte ich mal alles gegeben. Weil das ist, glaube ich, ein Gedanke, wenn du den im Alter mitnimmst, dann bist du verloren. Und wie lange
hast du jetzt an dem Album zum Beispiel gearbeitet? Ich arbeite also wirklich ununterbrochen vielleicht ein Jahr. Na klar, mal habe ich mal eine Woche Urlaub gemacht, mal das, aber so. Ein Jahr Arbeit. Ein Jahr Arbeit. Aber das ist auch ein Meisterwerk für sich. Du hast ein Jahr jetzt daran gesessen. Ich habe ein Jahr daran gesessen. Mit Videodrehs, mit alles, Okay. mit Schreiben, aber weil mein Ansporn war auch da. Ich hätte es auch in 6 Monaten geschafft. Ja. Aber auf dem Level, auf dem es ist, habe ich es in ein Jahr. Und ich muss sagen, meine Idee, das zu schreiben, waren 2 Jahre. Also ich hatte im Kopf, ich werde 2 Jahre dran sitzen. Für meine Zeit war das noch gut. Ich habe es ein Jahr früher geschafft als gedacht. Also ich bin zufrieden. Also das Wichtigste, das, was wir auch immer sagen, sucht euch etwas, wo ihr Spaß dran habt im Leben. Sonst Es geht man ja nicht unter. nur um Geld. Es geht ja einfach, du sollst Spaß haben. Weißt du, du hast ja auch irgendwann angefangen. Was hast du am Anfang verkauft? Du hast nicht mit Anzüge. Anzüge, genau, hast du mir erzählt. Hast du damit, der Verkauf hat dir Hast du Spaß auch gemacht. am Ja, Anfang. hat dir Spaß gemacht und dann hast du dich in die Sachen reingefuchst, da vielleicht, wo du Anzüge verkauft hast. Kannst du dich da mit Parfums aus oder mit Uhren? Gar nicht. Siehst du, hast dich da reingefuchst, hast dich das begeistert und dann ist es deine Passion geworden und da hast du ja heute was aufgebaut. Heutzutage ist halt bei den Jugendlichen meistens so, dass sie halt sehr schnell etwas erreichen wollen. Und diese lange Dauer, darum habe ich auch gesagt, ein Jahr. Normalerweise heutzutage, wenn du jemanden hast, der 20 Jahre alt ist, wenn du ihm sagst, hör mal, du musst ein Jahr daran arbeiten, die würden das nicht durchhalten. Ja, das ist, du musst, also für Künstler oder egal was für ein Geschäft oder was ihr anpeilt, ihr müsst dafür lange arbeiten. Es gibt's im Leben, es ist nicht so einfach, dass du irgendwo, das gibt's nicht. Dass du irgendwo hingehst, du kriegst Geld oder du, was weiß ich, das funktioniert so nicht. Bitcoin. Ja, Bitcoin ist auch nach unten gegangen. Ne? Ja. Das ist auch viel Blöfferei. Wer hat in den Bitcoin investiert? Ich habe keine Bitcoins gekauft. Ja. Siehst du, viele Leute reden ja Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Ich glaube, wenn es darum geht, Geld auszupacken, tun es wenige. Weißt du, was ich meine? Das heißt, jeder hat buchhalterisch, ist der reich und das. Aber es geht darum, auch die Eier zu haben und ein Geschäft und sich auch zu trauen. Nur so kannst du dann auch ein gutes Geschäft machen. Du sagst ja, ich habe hier mit der Uhr ein gutes Geschäft gemacht. Aber ich habe mich auch getraut und habe gesagt, weißt du was, komm. Aber das ist auch so eine Sache heutzutage, jeder läuft ja etwas nach. Zum Beispiel, muss man ganz ehrlich sagen, in der jetzigen Zeit sich so eine Uhr zu ziehen, da muss schon der Typ für sein. Gerade in der heutigen Zeit. Auf der anderen Seite, man hat aus der Vergangenheit so viele Beispiele, wo man sagt, auch sagen wir mal, bleiben wir bei Rolex oder Royal Oak oder Patek, die gab es seit den 70ern, die werden auch in der Zukunft, lass den Markt unten sein, das wird schon irgendwann mal wieder. Ne? Aber die Leute sind natürlich in der heutigen Zeit Ängste. Ne? Das ist immer so, wenn die Aktienkurse unten sind, haben alle Angst einzukaufen. Was ist aber der beste Moment, um eine Aktie zu kaufen? Ganz genau. Wenn die Aktien oben sind, da ist jeder, wow, der Markt spinnt, wie nennt man, stierischer Markt, oder? Ja, bullischer Markt. Ja. Ah, der Markt ist oben, dann kauft jeder ein. Aber der gute Geschäftsmann, im Einkauf liegt der Gewinn, nicht im Verkauf. Weil das eine Sache zum höchsten Peak verkauft. Wie oft hast du das in deinem Leben gehabt? Selten, oder? Ja. Dass du die günstigste Variante und im teuersten verkaufst. Kurioserweise, wir hatten vor ein paar Wochen, weil wir mit Edelmetall auch angefangen haben, vor ein paar Wochen hatten wir den 6-Monats-Tiefpunkt für Gold. Und seitdem, durch die Konflikte, ist der Preis halt sehr stark nach oben gegangen. Aber selbst da waren die Leute zurückhaltend bei Gold. Ja, du kannst sie nicht zu zwingen. Ja, weil der Markt geht gerade runter, die Leute haben Panik, aber das ist so. Ich habe Märkte beobachtet, ich habe, was weiß ich, Sachen gesehen. Der DAX, der lag bei 3000 Basispunkte. 3500, da habe ich den DAX gesehen. Wenn ich heute sehe, wo liegt der? 11.000, 12.000 Basispunkte, überleg mal, vervierfachen. Konntest du dein Geld vervierfachen. Und viele andere Sachen. Also im Einkauf liegt der Gewinn. Es ist natürlich aber auch immer eine Spekulation. Das muss man auch sagen. Ne? Man muss, wenn man von der Sache überzeugt ist, dann kannst du es machen. Aber man sollte sich nicht überzeugen lassen. Also du solltest selber überzeugt sein und daran glauben, dann, wenn du auch mal ein bisschen Geld verlierst. Hast du schon mal was verloren? Geld? Ja klar, bestimmt. Ich habe bestimmt auch mal eine überteuerte Uhr gekauft oder irgendwas. Kann immer passieren. Aber das ist nicht schlimm. Also ich habe zum Beispiel diese Woche meine Daytona Beach verkauft für 73.000 Euro. Die habe ich gekauft für 117.000 Euro. Ja. Das passiert, ne? Kann passieren. Ist scheiße. Was willst du machen? Das ist gut gesagt. Ja, Leute, wir sind am Ende vom Video angekommen. Sehr, sehr spannender Talk. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Schaut gerne in der Infobox vorbei. Dort ist alles verlinkt. Und es ist immer etwas sehr Persönliches. Die wenigsten Leute trauen sich das. Aber du hast wirklich eine sehr, sehr schöne Sammlung. Das war jetzt nur ein Teil. Ich weiß ja, dass du noch wirklich viel, viel mehr Uhren hast. Ist aber spannend und natürlich die neuen Uhren zu sehen. Von daher, ja, vielen, vielen Dank und bis bald. Gerne. Danke Ciao. dir.